Mein Name ist Peter Prange, ich bin 60 Jahre alt, bin in Bonn geboren, in Düsseldorf die ersten Jahre tatsächlich wohnhaft gewesen, aber mit 2, 3 Jahren zogen meine Eltern nach Wuppertal und haben von da aus ein Familienunternehmen im Schuheinzelhandel aufgebaut und das gehörte hinterher zu den großen 2, 3 in diesem Segment und 2000 habe ich das übernommen und in 2016 haben wir uns davon getrennt und da kam dann die Frage auf, was will man sozusagen in der zweiten Hälfte des Berufslebens machen, und das ist dann irgendwann auch in die Start-up-Szene gemündet und so habe ich dann Christian Theisen und Ralf Karls kennengelernt. Wir haben gemeinsam das ein oder andere Investment vorgenommen und daraus ist die Idee entstanden, auch selber noch mal was auf die Beine zu stellen, wobei die beiden sozusagen die Gründer waren und ich war von Anfang an der erste Angel und Investor. Das haben wir dann kurz vor Corona aus der Taufe gehoben, was Vor- und Nachteile hatte. Also man hatte sicherlich Zeit, nochmal gründlich alles zu durchdenken, aber zugleich auch schon fast die größte Herausforderung, die man haben kann, bestanden, weil wenn das selbst dann funktioniert, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass man nicht vor so viele Herausforderungen mehr gestellt wird, die unlösbar sind. Am Anfang geht es ja darum, aus einer PowerPoint-Idee erstmal ein Produkt zu entwickeln und dann sind die ersten Fragen sicherlich die, wird das technisch funktionieren, kriegt man die Genehmigungen und dann wird es reparaturtechnisch zu beherrschen sein, etc. pp. Und eigentlich hat sich alles, was so an Denken geäußert wurde, als beherrschbar gezeigt und lösbar. Und das hat total viel Spaß gemacht. Und als wir dann mit Peter Imbusch nicht nur den Produzenten gefunden haben, dem wir das gemeinsam entwickelt haben, sondern auch jemanden, der da mit Leib und Seele so hintersteht, dass er sich erstens als Gesellschafter beteiligt hat und auch heute eine Produktionsstätte schon mal errichtet hat, die deutlich höheren Output leisten kann, als wir es zurzeit sehen, dann war eigentlich das Paket rund. Und was jetzt tatsächlich nächste Level generieren wird, ist einfach, dass wir mehr Hotels bauen und dafür bedarf es einfach mehr Geld. Und dann sind wir sicherlich heute in einer etwas herausfordernden Situation, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war, wo die Zinsen niedrig waren, wo quasi alle das Problem hatten, eher geeignete Objekte zu finden. Heute stellt sich das anders dar. Es gibt wieder Zinsen und alle gucken ein bisschen genauer hin. Und wir sind uns aber total sicher, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, weil die Hotels oder die Rotels sich einzeln als Standort rechnen, aber natürlich eine gewisse Anzahl da sein muss, um Skaleneffekte realisieren zu können. Und da fühlen wir uns sehr wohl und an der Stelle sind wir jetzt, dass wir sagen können, jawohl, wir haben ein Produkt, das technisch funktioniert, das gut aussieht, das angenommen wird, das sogar mit anderen Kunden als die wir am Ende als Hauptfokus haben, gebucht wird. Auslastungen sind entsprechend im Plan. Das heißt, wir können wirklich 360 Grad zeigen, dass das funktioniert. Wir werden nicht nur von Kunden gefunden, sondern auch von potenziellen Partnern, also Franchise-Nehmern oder Interessenten oder Betreibern von Autohöfen, von Standorten. Wir haben viele Anfragen von Leuten, die einfach nur ein Rotel kaufen wollen, um es selber zu betreiben, was gar nicht unser Interesse ist. Und ja, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wächst man jetzt langsam, also so Stück für Stück und wartet darauf, dass man kopiert wird von lokalen Wettbewerbern oder von internationalen, die sich das angucken und sagen, toll, machen wir auch. Oder geht man den mutigeren Weg und sagt, wir sind der First Mover, wir werden das sozusagen selber steuern unter dieser starken Marke Rotel und können dadurch den Standard so halten, wie wir uns das vorstellen. Und nicht, dass der eine das so betreibt und der andere das so betreibt, sondern unsere Rotels werden in Deutschland gebaut von entsprechenden Fachkräften und wir haben das sozusagen komplett
unter Kontrolle. Und wenn auch Pächter oder Betreiber nicht den Standard halten würden, den wir uns vorstellen, dann können wir das wegholen und woanders hinstellen. Also wir sind da sehr auf Qualität bedacht. Das hat jetzt eben zur nächsten Stufe geführt, dass wir beschlossen haben, uns jetzt breiter aufzustellen, also nicht nur ein Gesellschafter finanziert zu sein, sondern eben auch darüber hinaus das zu öffnen und eine Public Going Public zu machen und im Rahmen eines Börsengangs auch Anlegern zu ermöglichen, an der Erfolgsstory von Rotel teilzuhaben. Bei der Gelegenheit bin ich dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in den Aufsichtsrat einzuziehen und habe da gerne Ja gesagt und mich zur Verfügung gestellt.